Deutschlands Metropole hat sein Gesicht in den letzten 20 Jahren verändert, wie kaum eine Stadt dieser Größe. Getrenntes wurde verbunden, vernetzt und globalisiert. Ein Vergleich mit der IT-Branche liegt nahe. Vor 20 Jahren wurde auch Fabasoft gegründet. Inzwischen ist die Fabasoft eGov-Suite ein bestens etabliertes Softwareprogramm zur Bearbeitung von Geschäftsvorfällen in der Verwaltung. Herzlich willkommen in Berlin zum eGov-Day 08. Es ist die Chance, internationale Experten der IT-Branche zu treffen. Immer wieder gilt es aufzuwachen, um aktuelle Trends nicht zu verschlafen. Es heißt, User interessiere weniger die Systemtechnik, wie vielmehr die effiziente Navigation durch die Informationslawine. One of the things that I try to emphasize when I speak to audiences, and I do speak mostly to IT audiences, that we need to stop talking about information technology and start talking about what people want. So, because particularly for younger people, technology is ubiquitous and transparent. They don't see it. They see it as a way to shop. They see it as a way to communicate with their friends. And increasingly, I believe that the citizens of Western countries are going to look to the web and Web 2.0. By that we mean an interactive way of looking at technology to communicate with government officials, with the companies they deal with, and all kinds of things. So I talk about managing information and not managing technology. What we see then is what we call the impenetrable wall of technical apathy. And here are the bricks in the wall. Now, if you've never encountered this, I suppose you can leave the room. Now, you must live in a different world than I do. But there are a number of things that prevent these people, the people that need to influence the chief executive, the person who's making decisions, a wall that prevents you from communicating. And here are the planks, the bricks in the wall. People who don't understand technology, don't want to understand technology. It either makes them feel stupid or they just don't care. It's just like getting in the car and turning it on. Doesn't matter. I mean, that's the way I am with the internal combustion engine. I am absolutely dependent on it, could care less how it works. I expect to turn the key and drive down the road with fuel efficiency, of course, these days. But don't understand, don't want to know. The second brick in the wall is they don't care about technology. I don't want to hear about it. I have a job to do. Get back in the machine room. There's the kind of politician, the kind of boss in this environment that doesn't care about day-to-day operations. Big policy people. That's fine. We need visionaries. But they're going to have a hard time making decisions, and you're going to have a hard time influencing them. And then there are those that are incapable of making non-policy decisions. Now, you're going to run into all of this, sometimes all of it in one person, but you have to work with these people in the bottom row, the agency heads, people in procurement, the CFO. These are your peers. How do you get through to them? Okay? How do you get them to influence the decision maker? Assess this for each player in your environment. It's not just the CEO, the head politician, the chief of the agency, the finance minister that you must influence. It's all of these other people as well. Fabasofts eGov-Day bietet selbstverständlich auch Einblicke in die eigene Produktpalette. Die hauseigenen Experten zeigen effizientes Arbeiten, zum Beispiel mit der eGov-Suite. Jetzt habe ich bei mir in meinem Outlook aber nicht nur diese Aktivitäten drinnen, sondern ich habe noch was anderes eingestellt. Ich arbeite auch mit meinem Fabasoft aus Outlook. Das heißt, ich habe meinen Fabasoft so konfiguriert, meinen Fabasoft Desk, dass ich alle Aktivitäten aus meinem Outlook heraus mache und habe hier faktisch die Fabasoft eGov-Suite ganz normal hineingehängt, also ähnlich wie die Webfolder mit einer URL, wo faktisch über Outlook ich die Dinge sehe. Das heißt, ich kann alle meine Arbeit direkt aus dem Outlook heraus machen und muss nicht jetzt in verschiedenen Programmen oder verschiedenen Browsern die Dinge tun, sondern direkt aus dem Outlook heraus tun. Damit Arbeitszeit nicht mit Suchen vergeudet wird, gibt es das intelligente Findewerkzeug namens MindBreeze. Oder Sie programmieren gleich selbst mit Fabasoft Dux. Mit Fabasoft Dux entwickeln Sie Ihre Fachanwendungen und Webanwendungen für Ihre E-Services rasch und effizient. Fabasoft Dux stellt Ihnen Werkzeuge zur Verfügung, die Sie im gesamten Entwicklungszyklus unterstützen. Von der Spezifikation mit Dux Mode über die Implementierung mit Dux Dev, dem automatischen Testen Ihrer Anwendungen mit Dux Test und der anschließenden Dokumentation Ihrer Anwendung mit Dux Doc. Unser Produktportfolio
steht konsequent für Offenheit durch Nutzung bestehender Normen, offener Standards und Open-Source-Software. Das heißt, Fabasoft gibt Ihnen Offenheit und Wahlfreiheit in allen Belangen. Und Fabasoft unterstützt gleichwertig Microsoft Windows und Open-Source-Software. Nutzen Sie diese Wahlfreiheit zu Ihrem eigenen großen Vorteil.